Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und vielleicht sind ja auch schon Sie öfter in Situationen gekommen, in welchen Ihr Verstand begonnen hat, mit Ihrem Herz zu kämpfen. Also mir ist das schon häufig geschehen und den meisten von Ihnen wahrscheinlich auch. Auch in der Welt der Kynologie natürlich, denn da hatte ich mal zum Thema Deutsche Tage einen Kampf in mir drinnen zwischen Vernunft und Herz, denn bevor ich mir Shiro, meinen Tosa Inu, geholt habe, habe ich tatsächlich eine Zeit lang damit spekuliert, mir eine Deutsche Tage zu holen. Doch schlussendlich hat dann die Vernunft gesiegt. Ja. Die Deutsche Tage mit Sicherheit einer der beeindruckendsten Hunderassen auf der ganzen Welt, einer der Giganten der Hunde, und den sehen wir uns heute mal etwas näher an. Also bis gleich. Nun, etwas herumgespielt mit der KI. Diese künstliche Intelligenz wirkt wahnsinnig gruselig auf mich. Und es ist ja aktuell so, dass auch schon viele YouTuber ausnahmslos nur mehr mit KI-Programmen arbeiten. Ich tue das nicht, ja, aber zähle somit höchstwahrscheinlich eher zu einer aussterbenden Art. Ja, wenn es so ist, dann ist es so. Was soll ich tun? Ja, die Deutsche Tage zählt meiner Meinung nach, wenn es ums Bewegungsbild geht, wenn das ein gesunder Vertreter seiner Rasse ist mit nicht zu viel Gewicht, unschlagbar im Thema Eleganz. Ja, also kein Hund der Welt bewegt sich eleganter als eine schlanke, gesunde Deutsche Tage. Das ist meine Meinung. Ja. Leider sieht man diese wahnsinnig schönen Hunde nicht allzu oft. Also hier in der Umgebung, wo ich lebe, gibt es überhaupt keine Deutsche Tage. Also ich kenne keine. Schade. Hat mit Sicherheit damit zu tun, dass diese Hunde doch sehr viel Platz benötigen. Eventuell auch etwas teurer in der Haltung sind, gar keine Frage. Und natürlich kommt auch der Fakt zum Tragen, dass sie nicht als die gesundheitlich stabilsten Hunde der Welt gelten. Ja. Der Ursprung der Deutschen Tage, der ist bei den alten Kriegshunden der antiken Völker zu suchen, bis weiter zu den mittelalterlichen Bären und Bullenbeißern, den Harzrüden, den Saupackern. Also mit diesen Hunden wurde hauptsächlich auch Jagd auf Wildschwein, auf Hirsche veranstaltet. Das war ein Privileg der Adeligen, die Vorfahren der Deutschen Tage hier mehr oder weniger zum Einsatz brachten. Aber diese Hunde stammen von Hunden ab, die seit jeher für Wachschutz, auch Herdenschutzhundeaufgaben herangezogen wurden, aber auch natürlich für die Jagd verwendet wurden. Otto von Bismarck war ein leidenschaftlicher Deutsche Tagenbesitzer, wie die meisten von Ihnen wissen werden. Ja, diese Hunderasse hat eine wilde Vergangenheit hinter sich, ohne Zweifel. Trotzdem zählen sie für mich heute zu den liebenswürdigsten Molossern, ja, auf der ganzen Welt. Diese ehemaligen Harzrüden, Kriegshunde und so weiter, die zu den größten Hunden der Welt zählen, das wissen wir. Bei Rüden ist eine Schulterhöhe von mindestens 80 cm erwünscht. Können Sie sich das vorstellen? Nicht alle von Ihnen standen schon jemals vor einem Hund mit 80 cm Schulterhöhe. Für viele von Ihnen da draußen ist das nichts Besonderes. Die haben schon häufig Hunde mit derartigen Schulterhöhen vor sich stehen gesehen. Aber viele auch noch nicht. 80 cm Schulterhöhe sind schnell mal gesagt. Ein Hund mit 80 cm Schulterhöhe ist ein sehr großer Hund. Und bei Deutschen Tagen, bei Rüden,
ist eine Schulterhöhe von mindestens 80 cm erwünscht. Hündinnen sollten 84 cm Schulterhöhe nicht überschreiten. Das wünscht sich der Standard, was ja nicht bedeutet, dass es nicht auch größere Hündinnen gibt. Beim Gewicht sieht so aus, dass sich dieses in harmonischer Form zur Schulterhöhe hin entfalten soll, wenn ich so sagen kann. Schauen Sie, deutsche Doggenrüden mit 90 cm Schulterhöhe, da gab 95 cm Schulterhöhe, laufen da draußen locker mit 90 Kilo herum. Also die Hunde zählen nicht nur zu den größten, sondern auch zu den schwersten Hunderassen der Welt, obwohl sie im ersten Augenblick weit schlanker wirken als ein Old English Mastiff oder ein Mastino Espagnol, erreichen sie häufig ähnliches Gewicht. Ja, die deutschen Doggen ist so. Ja. Diese kurzhaarigen Giganten gibt es in gestromt, in einfarbig und gefleckt. Die Gesamterscheinung, ja, beeindruckender geht's kaum. Also mit Sicherheit wird den einen oder anderen von Ihnen schon mal der Satz, was für ein Kalb oder was für ein Pferd oder auf Wienerisch, was für ein Fleck, ja, ausgerutscht sein, wenn er mal vor einer deutschen Dogge gestanden ist. Ja. Die deutschen Doggen zählen zu den Begleitwachen Schutzhunden. Doch weisen sie, wenn es typische Rassevertreter sind, extrem sensibles Wesen vor. Also die lesen ihr Menschenrudel in besonderem Maße, sagt man ihnen nach. Vernünftig erzogen und gehalten sind deutsche Doggen exzellenteste Familienhunde mit natürlichem Misstrauen Fremden gegenüber, aber niemals zu ausgeprägter Aggressivität. Hunde mit hoher Reitschwelle, die Kindern gegenüber sehr aufgeschlossen sind, wenn es gesunde, gut erzogene Hunde sind. Das sind aber Giganten mit recht hohem Bewegungsbedarf. Bei diesen Hunden ist ein Grundstück empfehlenswert, gar keine Frage. Also in kleinen Apartments, in kleinen Wohnungen, die gar vielleicht noch im zweiten, dritten, vierten Stock ohne Aufzug sich befinden, sind diese Hunde eher weniger gut aufgehoben. Schauen Sie, viel Stiegensteigen, speziell bei heranwachsenden deutschen Doggen, ist ganz, ganz schlecht. Für die Gesundheit dieser Hunde, für den Bewegungsapparat, für das Auswachsen dieser Hunde. Hier haben Sie schnell mal einen Hund, der Probleme mit dem Bewegungsapparat vorzeigt. Ja, Haus und Grundstück wären für mich persönlich Pflicht. Hätte ich es tatsächlich ernsthaft vor, mir eine deutsche Dogge zu holen. Ja. Aber ja, schlussendlich muss ja jeder selbst wissen, was er tut. Diese Hunde haben einen sehr hohen Appetit. Das sind zwar sehr große, sehr schwere Hunde, aber das sind Läufer. Sehen Sie sich die Anatomie dieses Hundes mal an. Extrem lange Läufe. Diese Hunde wirken noch sehr schlank, trotz hohem Gewicht. Das sind Läufer. Das sind Hunde, die sich gerne viel bewegen. Jetzt haben Sie eine deutsche Dogge zwischen, ja, wurscht, von mir aus 75 oder 90 cm Schulterhöhe mit zwischen 60 und 90 Kilo Gewicht. Das ist ein Hund, der gerne viel läuft. Na, was glauben Sie, was da an Futter weggeht? Ja? Und das muss man sich mal leisten können. Also die Futterkosten bei der deutschen Dogge sind relativ hoch. Weit höher als beim Durchschnitt anderer Hunderassen, ganz sicher. Leider haben deutsche Doggen eine geringe Lebenserwartung. 9 Jahre alte Hunde gelten unter deutschen Doggen schon eher als Methusalems. Schauen Sie, hier ist es hauptsächlich das Herz, das bei diesen Hunden aufgibt. Ähnlich wie beim Dobermann schlägt bei der deutschen Dogge auch bei der deutschen Dogge häufig die DCM, diese Herzmuskelerkrankung, zu. Außerdem ist die Magendrehung ein Thema bei diesen riesigen Hunden und auch eine größere Rolle spielt natürlich die Hüftgelenksdysplasie, die HD. Auch die ist den deutschen Doggen alles andere als fremd. Natürlich ist das Ganze nicht in Stein gemeißelt, doch deutsche Doggen gelten nicht als sehr langlebige Hunderassen. Ja. Ich habe häufiger mit deutschen Doggen zu tun gehabt. Na, bei weitem nicht so häufig wie mit
deutschen Schäferhunden oder Rottweilern oder anderen Hunderassen, aber ich kannte einige von ihnen. Als ich noch in die Volksschule ging, kann ich mich an einen weiß-schwarz gefleckten Rüden erinnern. Damals ging ich noch in die erste Klasse Volksschule und ich weiß noch ganz genau, dass dieser Rüde, der immer mit einer Dame unterwegs war, mit einer etwas festeren Dame, das weiß ich noch, die hatte immer so eine Tasche mit, kann mich gut erinnern, dass dieser Rüde mit dem Kopf höher war, als ich groß war, als ich noch in die erste Volksschule ging, in die Klasse. Also dieser Hund, der drückte mich extrem an die Wand. Wenn ich den wo sah, wenn der nah bei mir vorbeiging, war das für mich, als würde ein Pferd bei mir vorbeigehen. Aber der beachtete mich gar nicht. Ich hatte so viel Respekt vor diesem Hund, ich wagte es auch nicht, ihn anzusprechen. Ich weiß noch, dass diese Dame mit diesem riesigen Kahlbahnhund bei mir völlig entspannt vorbeiging. Der Hund sah mich gar nicht an. Ein Riese, weil ich war damals ein Knirps, erste Klasse Volksschule und natürlich kam der Hund mir noch größer vor, als er tatsächlich war. Aber wenn ich heute so zurückdenke und mich versuche zu erinnern, 85, knapp 90 cm Schulterhöhe hatte der sicher. Dann kannte ich einen deutschen Doggenrüden in rein schwarz. Der hieß Tarzan in der Schwarzlakenau, etwa 15 Gehminuten von meinem Wohnort entfernt, bewachtete er ein Grundstück. Das war ein sehr zierlicher, also ein sehr schlanker Rüde. Der war bei weitem nicht so massig wie dieser schwarz-weiß gefleckte Rüde, den ich dann manchmal traf, wenn ich in die Schule ging. Aber der hatte Feuer. Wenn man dort vorbeiging, dann schlug der an, dann meldete der, dann gab ihnen der zu verstehen, du hast ja nichts verloren, verschwinde. Ja. Tarzan hieß der, kann mich gut erinnern, eine rein schwarze deutsche Dogge. Im Alter von etwa 12 Jahren besuchte ich meine erste Hundeausstellung. Das war damals in Wien 22 im Donauzentrum, ein riesiges Einkaufszentrum, das es bis heute gibt. Und dort fand eine Hundeausstellung statt und ich kann mich noch genau erinnern an einen Besitzer mit einem deutschen Doggenrüden, ebenfalls in schwarz-weiß gefleckt. Der kam da, das war so da ging es bergab. Also das war unten in der Tiefgarage, wo die Autos normal parkten, dort unten war die Ausstellung. Ja, und wo man da so runterfuhr, also zur Tiefgarage, das war halt alles geöffnet für die Besucher dieser Ausstellung und auch natürlich für die Aussteller selbst. Der kam da mit seiner deutschen Dogge rauf, relativ schnell. Scheinbar hat die ihm da unten angezeigt, sie müsse mal. Doch der kam nicht bis raus, oben an der Ecke, wo wir gerade runtergingen, hielt diese deutsche Dogge bei einer Ecke an und begann sich zu entleeren. Und ich weiß noch bis heute, das ging glaube ich 5 Minuten lang so. Ja. Also der dürfte schon relativ lang nicht mit diesem Hund draußen gewesen sein aus der Halle und die dürfte recht viel Wasser getrunken haben. Sie wissen schon, Aufregung ist alles aufregend auf einer Hundeausstellung mit so vielen anderen Hunden für jeden Hund. Dann trinken sie gern mal etwas mehr. Die dürfte recht viel getrunken haben, denn die entleerte sich 5 Minuten lang. Und ich weiß noch bis heute, und auch mein Vater machte Scherze drüber, dort war ein Riesensee, den diese deutsche Dogge da fabriziert hat. Ja. Das wurde dann mit Wasserkübeln weggeschüttet von Angestellten dort, ich weiß noch. Aber ich dachte mir, Alter, ich weiß noch, dass ich mir dachte, wo kommt das viele Wasser her? Ja, also das hat enorm viel Eindruck auf mich gemacht, denn das hört überhaupt nicht auf, als hätte man einen Wasserhahn aufgedreht gehabt. Ja. In der Nähe des Wohnorts meiner Tante und meiner Cousinen, also Onkels, war ein Pferdegestüt. Dort ritt auch meine Cousine, die hat dort reiten gelernt. Auf Pferden, natürlich. Ja. Und dieses Pferdegestüt wurde von 2 Hunden bewacht. Von einem zentralasiatischen Ovtchaka, dem Herkules, das war ein weißer Alabei mit gelblich-braunen Platten, und von einer deutschen Doggenhündin, der Hera. Das war eine gestromte deutsche Doggenhündin, aber die war nicht kopiert. Damals war ja noch kein Kopierverbot vorherrschend in Österreich. Die war nicht kopiert, die hatte Schlappohren. Ich sage Ihnen was, die hatte 3-mal so viel Zunder wie der Alabei. Wenn da jemand beim Pferdegestüt vorbeiging, schön,
optisch schön war sie nicht. Ja. Sie war zwar recht groß, aber irgendwas hat es da mit der Anatomie gehabt. Er hat etwas an durchhängenden Rücken gehabt, etwas zu viel Bauch. Also eine wirkliche Schönheit war sie nicht, aber sie war eine fantastische Wächterin. Eine reinrassige deutsche Dogenhündin in rotbraun gestromt. Aber da haben sie sich anhalten müssen. Ja. Wenn sie da beim Vorbeigegangen sind bei diesem Gestüt, das war ein recht massiver Zaun, weil ist gegen den Zaun geschossen, gab ihnen sehr gut zu verstehen, ja, dass es besser wäre für sie, sie würden nicht versuchen, ja, das Grundstück dieses Gestüts zu betreten. Also die gab schon anständig Gas, das sage ich Ihnen. Beeindruckende Hündin zum Fürchten. Ja, zum Fürchten. Schön war sie nicht, aber eine fantastische Wächterin. Besser, effektiver im Melden, im Bewachen als der zentralasiatische Ovtcharka-Rüde, das kann ich Ihnen sagen. Als ich Shiro hatte, meinen Tosaino-Rüden, traf ich öfter auf eine deutsche Dogge, ebenfalls einen Rüden und auch in Schwarz, der 5 Monate älter war als Shiro. Also der war knapp ein Jahr alt, da war Shiro 6 Monate alt. Shiro hatte mit 6 Monaten etwa 65 cm Schulterhöhe, also war mit 6 Monaten etwa so groß wie Vito, mein Hund jetzt. Und ich weiß noch, dass dieser deutsche Doggenrüde damals im Alter von 11 Monaten, ich lüge sie nicht an, aber gut, so ein Stück höher war. Also der hatte damals schon knapp an die 80 cm Schulterhöhe, ganz, ganz sicher. Und was mir in Erinnerung blieb, war, dass dieser Hund wahnsinnig schnell war. Der Hund war wahnsinnig schnell. Also da hatte, ja, Shiro war 5 Monate jünger und eine andere Rasse, gar keine Frage, aber der hatte überhaupt nichts zu melden, wenn die miteinander spielten. Der war, wie soll ich sagen, ich war sehr beeindruckt von der Dynamik, von der, wie soll ich sagen, von der Körperspannung dieser Dogge. Damit hätte ich nicht gerechnet bei einem Hund, der im Alter von 11 Monaten noch weit davon entfernt ist, anatomisch fertig zu sein, dass dieser Hund schon körperlich so stabil war. Ja, und der war der hatte eine enorme Körperspannung, dieser Hund, die hat mich wahnsinnig beeindruckt. Sehr schnell. Ein sehr schöner Rüde war das, in rein schwarz, groß, knapp 80 cm Schulterhöhe, jung, noch nicht ein Jahr alt. Ja. Ja, aber den habe ich dann aus den Augen verloren. Ein wunderschöner Hund. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Deutsche Doggen sind, meiner Meinung nach, einer der, wenn sie gut erzogen sind, ja, richtig erzogen sind, ein Narr, wer eine deutsche Dogge pfeffert. Ja. Ein Narr. Das ist meine Meinung. Würde ich mit einer deutschen Dogge niemals tun. Wird dieser Hund zu sehr gewürzt, zu sehr gepfeffert, dann fühlen Sie den nicht mehr gefahrlos. Ganz sicher nicht. Ja? Das ist meine Meinung. Eine gut erzogene, gut gehaltene, vernünftig erzogene, gekonnte, erzogene deutsche Dogge ist einer der tollsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Davon bin ich überzeugt. Das ist ein Hund, der sich als Familienhund mehr als nur gut eignet. Das sind sehr sensible Familienhunde, Hunde, die eine innigste Beziehung zu ihrer Familie aufbauen, gar keine Frage, die auch sehr gut mit Kindern können, wenn man das Ganze auf gekonnte Art und Weise behandelt. Gar keine Frage. Das ist bei allen Hunden so. Ja. Und dennoch sind es Top-Wächter, Top-Beschützer. Es sind keine perfekten Schutzhunde für mich, wenn eine deutsche Dogge mal rot sieht und sich davon überzeugt zeigt, ihre Familie jetzt ohne Wenn und Aber zu verteidigen, dann müssen sie diesen Hund einmal auch wieder aus dieser Überzeugung rausholen können. Das geht mit vielen anderen Hunderassen besser. Davon bin ich überzeugt. Deswegen würde ich nicht sagen, die deutsche Dogge ist der perfekte Schutzhund. Es kommt immer darauf an, in welcher Situation sie sich befinden. Wenn es wirklich nur mehr um Leben und Tod geht, ja, dann ist eine entschlossene deutsche Dogge sicher ein perfekter Schutzhund. Ja. Aber wenn sie irgendwo unterwegs sind auf der Straße, ja, irgendetwas geschieht und heutzutage, ja, Sie wissen, wovon ich rede, ja. Und Ihr Hund ist in dem Moment gefragt, ja.
dann sollte das Ganze nicht immer unbedingt 100% ja, zum Vorschein kommen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Und hier gibt es Hunderassen, wo man das etwas besser beeinflussen, etwas besser lenken kann. Bei einer deutschen Dogge kann so etwas schnell mal entgleiten. Ja? Die meint es zwar nur gut, ja? Die will sie nur beschützen. Die meisten von Ihnen verstehen genau, was ich meine. Es gelingt mir nicht immer, mich so auszudrücken wie, weiß ich nicht, der Universitätsdozent von, weiß ich nicht, welcher Universität. Die meisten von Ihnen wissen aber, was ich damit meine. Topwächter, das sind sehr gute Wachhunde, exzellente Familienhunde, gute Schutzhunde, gar keine Frage. Eignen sich toll auch für größere Familien, wenn sie gekonnt gehalten werden. Hier ist Grundvoraussetzung für mich, dass sich der Hund im Menschenrudel in seiner Umgebung wohlfühlt. Das bedeutet, er sollte genügend Platz haben, er sollte auch seine Ruhe haben können. Das heißt, einen Wohnort genießen, wo nicht ständig über ihn drüber gestiegen werden muss, wenn er schläft und so weiter. Das heißt Platz. Am besten Haus mit Garten. Oh, nochmal. Die Finanz, das ist ein Thema bei diesem Hund, der sehr viel Appetit entwickeln kann. Also er kostet mit Sicherheit an Futterkosten dreimal mehr als mein Hund Vito. Und auch Vito hat guten Appetit, aber eine deutsche Dogge, die um die 80 Kilo auf die Waage wirft und sehr bewegungsfreudig ist, ja, die frisst das Dreifache. Also da sollte man schon ein bisschen an das Ganze denken. Noch dazu, wenn dieser Hund mal den Tierarzt benötigt, ja, das ist ein Riesenhund mit recht viel Gewicht. Ja. Hier kommen auch gern mal die dreifache Menge an, weiß ich nicht, Impfstoff zum Einsatz. Auch das kostet mehr als bei vielen anderen Hunden. Das sind alles Dinge, auf die man denken muss. Und es ist natürlich auch eine Sache mit der Kurzlebigkeit dieser Hunde. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es wird da draußen auch deutsche Doggen geben, die ein Alter von 13, 14 Jahre erreichen. Ich habe schon vorher gesagt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt, aber im Schnitt werden diese Hunde nicht so alt. Ja. Sind vielleicht nicht so kurzlebig wie die wunderschöne Bordeaux-Dogge. Das ist wahrscheinlich der kurzlebigste Hund aller Hunderassen. Leider, ein Freund von mir hat schon den dritten Bordeaux-Doggenrüden unterhalb des Erreichens des sechsten Lebensjahres verloren. Alle drei mit dem Herz. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass Bordeaux-Doggen generell ein zu kleines Herz für ihren Körper haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Kann mir aber gut vorstellen. Das ist natürlich alles schrecklich, die Geschichte. Und natürlich will jeder, der sich einen Hund holt, so viel Zeit mit dem Hund genießen können wie möglich. Und wenn ich weiß, ich habe einen Hund, der nur ein paar Jahre alt wird, ist das natürlich, was soll ich Ihnen sagen? Ja, aber wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt. Wichtig auch die Züchterauswahl da reinhören. Wie hat es da mit den Elterntieren ausgesehen oder mit den Großeltern, weil die Elterntiere werden ja noch leben, ja, klar. Wie sieht es da mit den Großeltern oder den Urgroßeltern aus, wie hat es da ausgesehen, gesundheitlich und so weiter. Es ist immer viel wert, habe ich Ihnen schon gesagt, die richtige Züchterauswahl, die richtige Zuchtstätte, das ist schon die halbe Miete. Das ist auch bei der deutschen Dogge nichts anderes. Ja, Anschaffungskosten, auch die, also der Erwerb selbst ist bei der deutschen Dogge ein Thema, denn deutsche Doggen aus guter Zuchtstätte, also wo gut mit den Hunden schon von Welpe an, ja, also die Hunde, heute kann ich es wieder, wo wirklich gut gearbeitet wird, also fürsorgliche Züchter, die nicht nur auf Anatomievererbung, sondern auch auf Wesensvererbung achten, Züchter, die schon mit den Welpen beginnen, sie an gewisse Situationen zu gewöhnen, sie zu prägen und so weiter. Wenn Sie solch eine Zuchtstätte deutscher Doggen finden, müssen Sie mit Sicherheit mit einem Betrag von an die 3.000 € mindestens rechnen für den Erwerb eines deutschen Doggenwelpen. Ja. Also das sind alles Sachen, muss man sich alles überlegen. Würde ich mir eine deutsche Dogge nehmen? Sofort. Ich würde mir sofort eine deutsche Dogge nehmen, wenn ich ein großes Grundstück besitzen würde, mit Haus. Wie gesagt, hier wäre mein Fokus gelegt auf eine fantastische Zuchtstätte. Natürlich müsste auch das Geld passen. Also wenn ich hier vielleicht Sorge hätte, dass ich den Hund, weiß ich nicht
mehr ernähren könnte, weil ich ja Schulden habe da oder da was zum Zahlen, aber dann würde ich mir den Hund nicht nehmen. Ne? Also, obwohl es bei mir ja so ist, bevor mein Hund nichts mehr zu essen hat, esse lieber ich nichts. Die meisten von Ihnen denken genauso. Ja. Ist bei den meisten Hundebesitzern, die ihre Tiere lieben, so. Ja. Komische Einstellung, aber da verzichtet man lieber selbst aufs Essen, wenn der Hund nichts hat. Ja, ist er. Ja, aber wie gesagt, wenn ich mir sicher wäre, dass ich mir den Hund auch leisten kann, dass ich den Hund füttern kann, dass ich mir Tierarztkosten, die eventuell anfallen mit diesem Hund, leisten könnte, dass er genug Platz hätte und so weiter, würde mir sofort eine deutsche Dogge nehmen. Ja. Ich habe was vergessen, ist dieser Hund für den Hundeabrichtersport geeignet? No, habe schon in vielen meiner Videos gesagt, dass man mit jedem Hund arbeiten kann. Und selbstverständlich kann man auch mit einer deutschen Dogge arbeiten. Aber ein typischer Hund für den Abrichteplatz ist die deutsche Dogge nicht. Na klar, können Sie mit diesem Hund an den Grundkommandos arbeiten. Ja, Sie können teilweise auch Gerätetraining mit diesem Hund machen, wenn Sie es nicht übertreiben. Ganz besonders darauf Acht geben, wenn dieser Hund noch in der Wachstumsphase ist. Das ist bei allen Hunden, die sehr groß, sehr schwer werden, der Fall. Über das habe ich schon oft gesprochen. Passen Sie auf. Sollten Sie da draußen, die jetzt gerade zusehen, sich wirklich vielleicht eventuell mal eine deutsche Dogge holen, denken Sie dran, ich habe das schon in vielen Videos gesagt, schonen Sie den Bewegungsapparat dieses Hundes in der Wachstumsphase. Aufpassen. Aufpassen, speziell bei Hunden, die mal sehr groß, sehr schwer werden. Nicht übertreiben. Nach einem Jahr, 1,5 Jahren, dann kann man schon langsam anfangen, Gas zu geben mit ihnen, ja, wenn alles schon langsam fest ist. Nochmal, für den Platz, also Obedience, glaube ich nicht, dass er sich dafür eignet. Es mag die eine oder andere deutsche Dogge geben, die bei Obedience oder bei Agility glänzt, aber der Hund ist zu groß für das. Ja. Zu wenig, wie soll ich sagen, ich möchte nicht sagen, dass der deutschen Dogge der Will to Please fehlt, ne? Also, tut er nicht. Ja. Aber sehen Sie sich einen typischen Hund für den Abrichtersport an? Sehen Sie sich bei den Gebrauchshunden um oder bei typischen Arbeitshunden, Schäferhunden etc., wie die anatomisch drauf sind, und sehen Sie sich die deutsche Dogge an, was soll ich Ihnen sagen? Ja, also ist nicht der typische Hund für den Abrichteplatz. Wie gesagt, aber natürlich an Grundkommandos und so weiter können Sie arbeiten. Ja. Ich bin der Letzte, der sagt, machen Sie mit einer deutschen Dogge keine Schutzarbeit. Wenn der Figurant sich dazu bereit erklärt, mit einem Pferd am Arm herumzulaufen und Ihr Hund sich wesenstechnisch dafür eignet, ja, wenn ein dementsprechender Gehorsam vorhanden ist und der Hund einen Beutetrieb entwickelt bei der Arbeit zur Schutzarbeit, der ihm dazu befähigt, an der Schutzarbeit teilzunehmen, und dann machen Sie Schutzarbeit mit der deutschen Dogge. Ja. Das hat ja nichts damit zu tun, dass der Hund irgendwann einmal nicht führbar wird, ganz im Gegenteil. Die sportlich ausgeführte Schutzarbeit hat, wie wir alle wissen, nichts mit einem bösen Hund zu tun. Also ja, viele würden aufschreien und mit einer deutschen Dogge an der Schutzarbeit teilnehmen, bist du wahnsinnig? Na wieso? Wieso bin ich wahnsinnig? Was ist da anders? Mit einer geistig gesunden deutschen Dogge im Besitz eines vernünftigen Hundehalters an der Schutzarbeit teilzunehmen, was soll da so schlimm dran sein? Ja? Der Figurant ist arm. Ja? Eine deutsche Dogge zu figurieren ist sicherlich kein Spaziergang im Park, möchte ich mal sagen, wenn die mit Eifer bei der Sache dabei ist. Also ich kann mir das vorstellen, nach 5000 absolvierten Schutzarbeiten als Figurant könnte ich mir angenehmere Hunde am Arm vorstellen als weiß ich nicht, überzeugte deutsche Doggen, ja? Freudige deutsche Doggen. Viele Figuranten da draußen werden mir beipflichten. Ja, aber interessant wäre es schon. Ich habe noch nie eine deutsche Dogge figuriert. Ja. Aber generell schon lange nicht mehr figuriert. Ja, also wie gesagt, herrliche Hunderasse, einer der größten und beeindruckendsten Hunderassen der Welt, einer der elegantesten Hunderassen der Welt, gar keine Frage. Aber leider eine, die zu den kurzlebigsten Hunderassen der Welt zählt und auch zu den teuersten. Auf jeden Fall. Pflegeleicht, ja, aber verzeihen, Papi, Futter, und Platz. Und eventuell Tierarztkosten. Ja. Also
mit Sicherheit, was die Haltung betrifft, eine der teuersten Hunderassen der Welt. Auf jeden Fall. Ja. Doch sonst Top-Hund. Ja. Und jedes Mal ein Genuss, einer deutschen Dogge zu begegnen. Also es ist immer, ich sage Ihnen was, obwohl der Irish Wolfhound generell 1-2 Zentimeter allgemein gesehen höher ist, ja, und als der größte Hund der Welt gilt. Und Irish Wolfhounds habe ich mindestens schon genauso häufig getroffen wie deutsche Doggen. Wirkt die deutsche Dogge auf mich immer beeindruckender, wenn es um die Größe geht. Ich weiß nicht, woran das liegt, ich habe keine Ahnung, aber ja, wahrscheinlich am anatomischen Aufbau, obwohl der Irish Wolfhound auch eher schlank gebaut ist. Ja, der hat schon Masse, gar keine Frage, aber im Vergleich zu Mastiffs oder so wirkt er eher schlank. Ist ein Windhund. Ja. Trotzdem wirken große deutsche Doggen größer auf mich als große Irish Wolfhounds. Ja. Ja, weiß nicht, woran das liegt. Ja, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Deutsche Doggen, Top-Hunde, Spitzenhunde, fantastische Hunde. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.